Guten Morgen, hier bin ich und ihr auch. Wir schauen, was der Tag uns an Botschaften mitgibt für das Kollektiv. Und hier hat sich umgedreht die Win-Win-Situation. Hier geht es darum, dass keiner mit den Boxhörnern hier durchgeht und für sich einen Sieg haben will, sondern dass man bereit ist, einen Kompromiss zu machen, dass man angemessen an Dinge herangeht und dass die Möglichkeit besteht, eine einzigartige Lösung zu finden. Das bedeutet praktisch, wir haben hier die Möglichkeit, uns und jemand anderen zufriedenzustellen. Man muss hier nicht mit aller Gewalt durch seine Vorstellungen gehen. Das Gleichgewicht ist ja auch sehr wichtig, ne? Ich meine, auch das verändert sich im Laufe des Lebens, dass man nicht mehr so den Wunsch hat, ja, mit aller Gewalt zu siegen, sondern dass man vieles auch für beide so stehen lassen kann. Kommt natürlich auf den Bereich an, ne? Da muss ich mich gerade an die Kindergartenzeit von Julian erinnern. Da war er echt, er ging ziemlich früh in den Kindergarten, weil ich habe Nachtwache gemacht, damit ich uns ernähren kann. Und der kam dann eines Tages mal heim und hat zu mir gesagt, Mama, du bist okay und ich bin okay. Das ist so das Gleiche, ne? Also jeder ist vielleicht anders, es kommt zu Konflikten, aber trotzdem sind wir alle in unserer Art und Weise okay. Und so an sowas erinnert mich das, ne? Wir verurteilen ja immer schnell die Dinge, die wir nicht verstehen, die andere tun. Aber das einem auch so stehen zu lassen, das steht halt eben, das finde ich große Lebenskunst. Okay, wir haben die 8 des Handelns. Hier scheint etwas zu passieren, das viel Lebenszeit braucht, wo viele Dinge auf einmal auf uns zuprasseln. Es ist hier wichtig, dass wir uns fokussiert auf das richten, was wir tun müssen, dass wir nicht vergessen, dankbar zu sein für die Segnungen des Himmels, auch wenn wir gerade sehr viel Zeit damit verbringen müssen oder sich das manchmal auch wie eine Herausforderung anfühlt. Und es geht hier darum, sich zuversichtlich auf den Weg zu machen, auch wenn es viel oder ich sag mal viel zu tun oder viele verschiedene Baustellen sind. Ja, und dann haben wir hier die Jubelfeier für alle, ne? Hier entsteht eine Situation, da kann man etwas vereinigen. Man geht selber auch nicht leer aus. Alle sind zufrieden. Schwierigkeiten lösen sich auf. Es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Vielleicht auch gerade, wenn es viel zu tun gibt. Es ist ein gutes Timing für die Dinge, auch für langfristige Pläne. Und auch wieder so ein bisschen diesen Fokus drauf zu haben, auf das Manifestieren, was man haben möchte. Und auch darauf vertrauen, dass Dinge sich wunderbar entwickeln. Also schon mal eine geniale Ausgangssituation. Hier unten, das passt jetzt auch sehr gut dazu, haben wir noch, dass es eben, gerade wenn es viel zu tun gibt oder wenn viele Baustellen auf einmal sind, dass wir Hilfe annehmen. Das kann auch nicht jeder. Viele haben ja dann dieses Ding, ach, ich mache es selber, dann weiß ich, dass richtig ist. Oder aber, dass sie gar nicht gewohnt sind, dass sie sich unterstützen lassen. Für mich ist es okay, wenn man sich Hilfe an Bord holt, wirklich. Und wenn man sich entlasten lässt, wenn man auf die Leute baut, die auch schon von einem genommen haben, ist das nicht verwerflich. Okay, dann lasst uns noch ein bisschen weiter gucken. Was gibt uns das Kraft hier mit?
Ja, hier haben wir das Pferd. Wir haben die Zügel in der Hand, wir bestimmen, in welche Richtung das Pferd geht, wie schnell es geht oder läuft. Und das Pferd verspricht uns hier Freiheit und Beweglichkeit. Hier geht es aber auch noch um was Größeres, denn das Pferd hat natürlich diese große Aussage, dass wenn der Schüler bereit ist, der Lehrer auf den Plan tritt. Und hier kommt eine Phase von Wachstum, vielleicht auch wieder von etwas gelernt haben, eine Lektion. Und es geht auch ein bisschen um die Reise zu sich selbst und Selbstentdeckung. Hier hat man auch wieder Lektionen zu lernen. Es ist ja kein Tag, ohne dass einem wieder etwas mitgegeben wird. Also sprich so, wenn die eine Antwort hier verfügbar ist, kommt die nächste Frage. Hier geht es sehr viel um das innere Wachstum, ne? Es geht darum, im Hier und Jetzt zu sein. Auf einem Pferd kannst du nicht sitzen und es machen lassen, was es will. Du musst es führen, also sprich, du musst dein eigenes Leben auch in die Hand nehmen und in die richtige Richtung gehen, denn wir sind hier auf der Reise, in der wir bestimmen, wie wir unser Leben gestalten. Und es geht auch ein bisschen darum, das Leben im Griff zu haben, ne? Hier kommt Bewegung, neue Aufgaben, neue Möglichkeiten zu reifen. Wir haben auch die Grundvoraussetzung dazu. Das heißt, uns fehlt nichts mehr, wir müssen einfach nur noch losmachen. Es geht auch darum, dass man sich von Fehlschlägen oder Hindernissen nicht aufhalten lässt, sondern daraus zu lernen und im eigenen Tempo weiterzugehen. Man braucht ein bisschen Ausdauer und Umsicht auch hier und Vertrauen in sich selbst. Wie immer, ne? Das ist alles so eine Sache, wo man eben auch sehr von sich selbst abhängig ist und seine Einstellung zu den Dingen. Kann man auch gut nochmal drüber reflektieren, wenn ihr zurückguckt. Wo habt ihr euch vorgestellt, das oder das kriege ich nie hin, schaffe ich niemals. Und dann, irgendwann kam es doch. Hier haben wir das Trostpflaster, eine Win-Win-Situation. Das passt für mich zusammen, denn vielleicht hat man nicht den ganzen Sieg errungen, aber man hat eine gute Lösung und man hat hier etwas, das einem irgendwo auch einen Segen bringt ins Leben. Okay, dann schauen wir, welcher Engel hier noch mitkommt. Ups. Der Engel der Veränderung. Leben heißt vorwärts zu gehen und sich zu entwickeln. Dieser bewusste Schritt zur achtsamen Veränderung führt zu neuen Abenteuern und neuen Wegen. Dein Engel wird dir zur Seite stehen und dich daran erinnern, dass wahre Erkenntnis und tiefer Sinn zu positiven Veränderungen führen kann. Habe den Mut, dich dem Fluss des Lebens hinzugeben. Okay, ihr Lieben, dann dürft ihr hier noch eine Karte wählen. Ich brauche ein bisschen Platz. Rechts oder links? Ich nehme links. Ja, die Weisheit, die Erfahrungen, das Verständnis für die Dinge. Das Buch des Lebens wird hier angezeigt, ne? Jede Seite hat irgendwie ihr eigenes Ding, ihre eigene Lektion. Dann gucken wir auf die rechte Seite und ihr habt hier das Glücklichsein. Element Feuer, beides, ne? Also für was kann man brennen, was erweckt Leidenschaft. Vielleicht hier auch heute ganz speziell die Sternzeichen wieder Schütze und Löwe mit im Spiel. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.